In diesem Video zeige ich euch, wie man an der mächtigen Eurodual Baureihe 159 von Südexpress einen Energiespeicher bzw. ein Powerpack nachrüstet. So überwindet sie ganz problemlos verschmutzte oder schlecht versorgte Gleisabschnitte. Hallo und willkommen bei der MOBA Manufaktur. Das Powerpack-Kit wurde mir von Südexpress zur Verfügung gestellt. Dafür ein großes Dankeschön. So kann ich euch zeigen, wie man es in der Lok nachrüstet. Wer sowas für seine Eurodual auch möchte, findet die verlinkten Artikel direkt in der Videobeschreibung. Auch verlinke ich euch die Einbauanleitung. Diese kann direkt beim Hersteller als ZIP gedownloadet werden und als PDF angesehen werden. Wir entfernen das Gehäuse von der Lok. Dazu nutze ich gerne die sehr schonende Methode mit 4 Zahnstochern, um das Gehäuse an den Clips aufzuspreizen. Anschließend muss es nur noch nach oben weggezogen werden. Jedoch Vorsicht! Es bestehen dann noch 2 Kabelverbindungen, die ebenfalls an den Steckern von der Platine gelöst werden müssen. Habt ihr die digitalen Stromabnehmer, sollten es 4 sein. Erst dann kann man es komplett zur Seite legen. Das Powerpack kann leider nur ab der 2. Serie der Lok nachgerüstet werden. Da ich beide Versionen besitze, einmal die Mart Logistic als erste Serie und die DB Cargo als zweite Serie, habe ich es hier zum Vergleich gegenübergestellt. Man sieht an der DB Cargo sofort die Lötpads an der Platine mit der Beschriftung fürs Powerpack. Dies fehlt bei der älteren Version. Der Einbau des Powerpacks erfolgt unter der Lok im Tankgehäuse. Dazu lösen wir vorsichtig die 4 silbernen Leitungen. Mit vielen Links- und Rechtsbewegungen lösen wir das Tankgehäuse aus seiner Arretierung. Haben wir es bei den 2 seitlichen Arretierungen draußen, gibt es noch eine stirnseitig. Hier hat sich bewährt, vorsichtig mit einem nicht kratzenden Werkzeug dagegen zu drücken. Anschließend verschrauben wir das Powerpack mit den 2 mitgelieferten Schrauben am Lokrahmen. Die Kabel werden durch den Schacht einer Arretierung durch den Rahmen nach oben zur Platine gefädelt. Es funktioniert sehr gut, die Kabel mit einer Pinzette durchzuschieben. Nun kommen wir zum Löten. Ich bestreiche die Kabel und die Lötpads an der Platine mit etwas Lötfett. Anschließend werden diese vorverzehnt. Die Anordnung der Kabel ist genau in der Anleitung beschrieben. Einfach die gezeigten Kabelfarben an die dazu gezeigten Pads mit einer schnellen Bewegung verlöten.
Die Lok kann anschließend wieder zusammengebaut werden. Achtet beim unteren Tankgehäuse drauf, die Kabel nicht zu verklemmen. Oben die Stecker wieder in die Platine, dann kann auch das Lokgehäuse wieder drauf. Dann sind wir mit der Hardware fertig und kommen zur Software. Für die Konfiguration des Decoders braucht man einen ESU-Log-Programmer. Einfach den Decoder einlesen, dann gehen wir auf Decoder, dann Fahreigenschaften und dort gibt es den Menüpunkt Powerpack. Wir stellen den von Südexpress empfohlenen Wert von 144 bzw. 4,72 Sekunden ein. Habt ihr selber keinen Log-Programmer, könnt ihr euch sicherlich an den Händler eures Vertrauens wenden. Um euch das nun in einem Testlauf zu demonstrieren, habe ich eine Gleisseite immer mehr und mehr abgeklebt. Wahnsinn, das funktioniert großartig. Bis die Lok dann nicht mehr drüber kommt, sind wir bei einem Abschnitt, der länger ist als die Lok selbst. Ein zweiter Test, Stopp auf der Multimaus. Der Sound läuft noch circa 4 bis 5 Sekunden nach. Perfekt. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, bitte abonnieren, liken und teilen und kommentieren, was das Zeug hält. Für euch nur ein Klick, für uns extrem motivierend und wertschätzend. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.